Maximo Systemergänzungen. Maximo seit über einem Jahrzehnt sehr erfolgreich auf unserem Markt unterwegs. Wir haben ja bei der Maximo den Vorteil mit der vormontierten Gelenkmutter. Oftmals ist es so, dass die Maximo außen vorgestellt wird im engen Arbeitsraumbereich oder an der Fassade im Geschossbau, wenn keine Faltbünden mehr eingesetzt werden, sondern die Schalung außen auf Provisorien aufgesetzt wurden. Hierzu haben wir jetzt Systemteile. Der Norbert montiert jetzt hier den neuen Richtstützenanschluss. Der wird oben auf die Schalung aufgesteckt und dann eben mit den Doppelhaken befestigt. Anschließend wird das Element dann auf die Rückseite gedreht. Michael? Das Element dann auf die Rückseite gedreht, da wir ja dann die Schalung auch noch einölen und reinigen. Wenn wir das Element dann auf der Rückseite liegen haben, wird dann der eigentliche Richtstützenanschluss montiert und mit Richtstützen ergänzt. So. Sie sehen hier eine sichere Montage komplett vom Boden. Also alle Systemteile werden in liegender Position vormontiert, sodass wir keine Arbeiten in Höhenlage auf Gerüsten oder gar auf Leitern ausführen müssen. Der Norbert steckt hier jetzt den Richtstützenanschluss auf, sichert ihn mit dem Federstecker und der Michael wird dann anschließend gleich die Richtstütze montieren. Genau. Und da wir ja auch ein Gegengeländer brauchen ab 2 Meter Schalungshöhe, werden wir jetzt in dieser Position auch gleich die Pfosten mit einstecken für das Gegengeländer. Also hier werden jetzt die Pfosten MXK gleich eingesteckt in das Basisteil und mit dem Selbstsicherungsmechanismus, mit dem sogenannten Kippfinger, aushebesicher verbunden. So, die Absturzsicherung werden wir dann noch ergänzen mit unserem Pro-Git-Gitter. Wird auch hier in die Geländerpfosten eingehängt. Alternativ sind natürlich auch Seitenschutzbretter 3x15, also zugelassene Bretter, möglich. So, jetzt heben wir die Schalung auf, werden die jetzt in unseren engen Arbeitsraum setzen und werden sie dann mit unserem neuen Elementverbindungsschloss verbinden. So, Schalung wird angesetzt, abgesetzt und dann von innen verbunden. Wir haben oft einen engen Arbeitsraum, von außen haben wir keinen Platz, wir dürfen kein Personal in den engen Arbeitsraum einsetzen. Wir können es nicht aus Platzgründen, wir dürfen es aber auch nicht und somit werden wir die Verbindung von innen ausführen. Dies können wir tätigen bis zu einer Höhe von 5,40 Meter Schalungshöhe, natürlich auf der inneren Seite dann vom Bewährungsgerüst aus. Schloss wird eingesetzt und dann eben von oben befestigt und dementsprechend natürlich dann auch wieder ausgeschalt. Wie gesagt, auch bis einer Höhe von 5,40 Meter möglich, so dass eben kein Personal hier im Arbeitsraum mehr arbeiten muss. Das Gleiche haben wir natürlich auch im Geschossbau. Im Geschossbau werden Schalungen oftmals auf Provisorien aufgesetzt und dann verbunden. Hierzu haben wir jetzt eine neue Wandschalungskonsole. Die neue Wandschalungskonsole hat einen Verstellweg von 6 cm. Wir haben hier die Möglichkeit, unser altbekanntes Richtschloss BFD zu verbinden und somit auch die Schalung abhebesicher, windsicher zu verbinden. Die Konsole selbst können wir also auch hier bis zu einer Höhe von 5,40 Meter. Hier haben wir die Möglichkeit, die Konsole noch zu ergänzen mit diesem Aufsteckteil und können hier auch einen Deckenrand mit Schalen, wie man es hier zu meiner Rechten dann auch sieht, integriert mit dem Pfosten MXK und eben auch dem Pro-Git-Gitter bis zu einer Deckenhöhe von 30 cm. Ja, Maximo
Wie gesagt, seit über 10 Jahren bei uns auf dem Markt sehr erfolgreich unterwegs mit der einseitigen Ankertechnik, daher schnell mit der mittigen Ankerstelle, mit einem Sicherheitssystem, mit dem Konsolensystem MXK, was man hier oben sieht, und jetzt mit ausgereiften Systemergänzungen für das Schalen von der Innenseite. Ich darf mich beim Norbert herzlich bedanken und danke auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen und interessanten Tag bei uns bei Peri auf der Bauma. Vielen Dank.